Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich habe euch in der letzten Woche gezeigt, wie ich dieses EPP-Motiv mit einer Blume gezeichnet habe. Und jetzt möchte ich gar nicht lange rumreden. Jetzt werde ich das ausschneiden, die Stoffe auswählen und mit dem Nähen beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Im letzten Video habe ich euch gesagt, ich würde die Stoffe vom letzten Projekt verwenden, weil die einfach noch nicht aufgeräumt sind und noch auf dem Nähtisch liegen. Und jetzt schauen wir mal. Also Jeansstoff ist auf jeden Fall zu dick. Ein gestreifter Stoff ist sehr gefährlich, sehr schwierig im Zuschnitt. Das werde ich also auch nicht verwenden. Das sind die verschiedenen beigen Stoffe, die ich als Rückwandstoff verwenden werde. Das ist ebenfalls Jeans. Ich denke, das ist auch ein bisschen zu dick. Und für kariert gilt das gleiche wie für gestreift. Das ist sehr gefährlich und sehr anstrengend im Zuschnitt. Das werde ich also nicht verwenden. Das hier aber sehr wohl. Dann habe ich hier ein dunkelblau, das ist Spitze und Jersey. Das hier ist auch ein Jersey, blau mit weißen Punkten. Und das ist wieder gestreift, das scheidet aus. Und hier habe ich ein ebenfalls Jersey, ein Stück gemusterten Stoff. Ist jetzt auch nicht unbedingt, vielleicht wenn ich hier ein blaues, also ich lasse es mal noch hier, aber das ist nicht perfekt. Und deshalb gehe ich jetzt nochmal in meine Stoffkisten, in die blaue und in die beige. Hier habe ich 3 helle Blau und hier habe ich 4 helle und 4 dunkle. Das heißt, 2 muss ich auf jeden Fall noch aussortieren. Ich kann mich wie immer mal noch nicht entscheiden. Ich lasse sie erstmal und fange einfach mal an. Ich habe auch noch für den Hintergrund ein paar beige herausgesucht. Mal sehen, was ich davon verwenden werde. Jetzt fange ich erst einmal an. Das ist meine Vorlage. Und als erstes zeichne ich jetzt überall nochmal den Fadenlauf ein. Ich mache das jetzt mal mit einem roten Kugelschreiber, damit ihr das gut sehen könnt. Die Hintergrundstücke von hier bis hier kann ich in einem Stück nähen. Also ich kann hier 2 Stücke machen. Dieses hier als Trennungsnaht. Ich kann aber auch dieses gesamte hier als ein Stück machen. Und das gilt natürlich für die 4 Ecken hier. Das und das. Und auch dieses Stück hier kann ich in 2 Stücken machen. Und ich kann es aber auch so als ein Stück machen. Und ich denke, ich werde es als ein Stück machen. Hier ist oben und die Hintergrundstücke werde ich alle Fadenlauf hier so senkrecht machen, während die Fadenläufe der einzelnen Blätter so nach außen laufen werden. Und ich habe mich entschieden, das sind die dunklen. Das hier nehme ich nicht, das ist auch Jersey und das ist Jersey. Das werden also meine 3 dunklen sein. Und das hier werden meine 3 hellen sein. Diese Sternchen werde ich auch nicht verwenden. Und dann werde ich abwechselnd ein helles, ein dunkles, ein helles, ein dunkles machen. Diese Flächen hier sind ja relativ klein. Ich würde sagen von hier bis hier 8 cm, ja stimmt, 8 cm.
Das heißt, ich muss ja schauen, dass ich da mit meinem Muster hinkomme. Und bei den Sternchen 8 Zentimeter wäre von hier bis hier, hätte ich mehr Sternchen angeschnitten als ganz drauf. Also lieber kleine Muster als große. Ich starte mit dem Ausschneiden. Zunächst schneide ich die Figur außen herum einmal aus mit einer Papierschere und dann schneide ich mir die ersten 2 Stücke zu. Ich werde jetzt hier mit 2 beginnen, weil das angemalt ist. Aber das bleibt sich egal.
Mein Motiv ist fertig genäht. Ich habe es gemessen auf der Linie, auf der ich nähen werde später. Sollten jetzt eigentlich 16 Zentimeter sein. Ich habe aber 16,2 bis 16,6, also ein bisschen mehr jeweils. Ich muss mal sehen, wie ich das nachher verdrücke. Also das wird immer ein bisschen breiter und das ist auch ganz logisch. Das kommt daher, dass zwischen dem Papier ja jetzt die Stofflagen sind und je mehr Teile ich habe, also je mehr Nähte ich dazwischen habe, desto mehr Stofflagen sind dazwischen, desto weiter drückt sich das auseinander. Stoff ist aber zum Glück dehnbar und ich denke, ich werde das beim Nähen nachher ein bisschen kaschieren können. Hier sowieso, hier kann ich einfach einen Millimeter weiter innen nähen, denn diese Spitzen gehen ja nicht bis an die Kante, nur oben und unten. Da werde ich natürlich auf keinen Fall meine Spitzen abschneiden. Das Ganze soll eine Blume sein. Ich finde persönlich, es sieht ein bisschen mehr nach einem Stern aus. Das könnte natürlich jetzt auch an der Farbe liegen. Ich habe mein Papier noch drin, ich habe meine Heftfäden noch drin. Das werde ich dann jetzt als nächstes rausnehmen, wenn ich das jetzt weiter verarbeite. Wer Video 1 dieser Serie noch nicht gesehen hat, ich habe ja die Absicht, eine Dokumententasche draus zu machen. Also etwas, das ein bisschen größer als DIN A4 sein wird. Wenn euch meine Blume gefällt oder wenn euch mein Video gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr das Nähen der Dokumententasche nicht verpassen möchtet, dann abonniert ihr am besten den Kanal. Und wenn ihr euch dran traut und eines der beiden Objekte nachmacht, also entweder das Zeichnen oder das Nähen, dann freue ich mich, wenn ihr eure Bilder mit uns allen teilt. Ich habe dafür eigens eine Facebook-Gruppe gegründet. Den Link dazu findet ihr jetzt gleich im Abspann. Ich bin eure Angelika, wünsche viel Spaß beim Nähen, viel Erfolg beim Nachmachen und Gottes reichen Segen.